Die Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien ist die gefährlichste Region Südamerikas. Kontrolliert durch Drogenkartelle und bewaffnete Gruppierungen sind hier Entführungen, Raubüberfälle und Morde an der Tagesordnung. Gerade Reisebusse sind ein gern gesehenes Ziel, um Touristen für Lösegeld zu entführen. Ich möchte genau diese Region durchqueren, ohne Handy. Als wäre das nicht schon schwer genug, möchte ich das Gold, das ich in den Minen Venezuelas verdient habe, mitnehmen. Das Problem: Wenn eine der zahlreichen Polizeikontrollen auf dem Weg das Gold findet, wird es mir abgenommen. Denn ich habe keinerlei Beweis, dass es sich um legal geschürftes Gold handelt. Dieses schöne Nugget hier, das werde ich versuchen über die Grenze zu schmuggeln. Das sieht nach nicht viel aus, das sind aber tatsächlich ungefähr $150. Und zwar hat mein Rucksack hier so ein verstellbares Rückensystem und da dahinter kann man reingreifen. Werde ich das einfach jetzt erstmal so tief wie möglich da unten reinschieben und dann hoffen wir, dass das da keiner findet. Und dieses ganze Kleingekriesel hier werde ich versuchen zu verkaufen, um mir Bustickets leisten zu können. Da der venezuelanische Bolivar quasi wertlos ist, wird der US-Dollar fast überall als Ersatzwährung benutzt. Allerdings nehmen die Venezuelaner nur Scheine an, die im perfekten Zustand sind. Ein zerknüllter, zerrissener oder sogar nur zu viel gefalteter Schein wird nicht akzeptiert. Barinas. De Barinas agarra directamente para Mein Bus fährt um 4. Und ja, ich habe mir, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, ein kleines Bullshit-Bingo gebastelt. 25 Sachen, die was ich mir vorstellen kann, was die Leute machen. Und tatsächlich kann ich auch schon 2 Sachen abhaken. Einmal wurde ich schon gefragt, ob ich Amerikaner bin. Und das andere ist hier, sie lassen mich einfach weiterfahren. Ah, bueno. Oh, fuck. Ich habe mein Bullshit-Bingo unten in meinem Rucksack. Jetzt fahren wir los. Ich glaube, es sind irgendwie 21 Stunden Fahrt oder so angedacht. Jetzt haben wir den ersten Checkpoint. Okay, der hat uns jetzt tatsächlich einfach durchgewunken. Ich glaube, das war nur so eine Mautstelle. Und da hinten geht jetzt die Sonne unter. In Venezuela, Nachtbusfahrt ist immer so eine schwierige Geschichte, weil hier sehr, sehr gerne die Dinger überfallen werden und die Leute entweder ausgeraubt oder entführt werden. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Nacht. Ich glaube, es werden wir das erste Mal rausgezogen. ¿De Alemania? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Max. En TikTok. Ah, en TikTok no tengo. Solo la otra gente me ponieron. Buenas noches. Da habe ich diesmal ja nochmal richtig Glück gehabt. Wurde nur der kleine Rucksack durchsucht und ich konnte aus meinem großen Rucksack mein Bullshit-Bingo rausholen. Heißt, hat sich sogar gelohnt, dadurch, dass ich in TikTok wirklich so bekannt war, obwohl ich nicht mal ein TikTok-Konto habe. Denken die vielleicht halt, ich bin irgendwie ein größerer Influencer oder so. Fake it till you make it. Mandat zahlen und dann kann man sich da drüben so Empanadas und sowas holen. Ich habe jetzt ungefähr so $2,50, $3 für so ein Käsebrot-Dings gezahlt. Also man merkt hier echt, Venezuela ist echt teuer. Ja. Aber was willst du machen, gibt ja sonst nichts. Ja, aber nicht schlecht. Alemania. Placer. ¿Venezuela? Sí, ahora me voy para Colombia. ¿Habla español? Claro. Yo también viajo. He visitado Colombia, Ecuador, Brasil. Ah, bueno. Ja. Me la pasé Ich kann wieder 2 Sachen vom Bullshit-Bingo abhaken. Und zwar zum einen, dass mich jemand die Videos gesehen hat, wo ich in der Mine war. Und zum anderen jetzt gerade, dass mich einer, nachdem ich mit ihm Spanisch geredet habe, fragt, ob ich Spanisch spreche. Es geht gut voran. Wir sind jetzt hier gerade einfach mitten im Nirgendwo, mitten auf der Bahn irgendwie stehen geblieben. Ich mache irgendwas am Auto. Ich glaube, wir haben vielleicht eine Panne oder so. Aber ist auf jeden Fall interessant. Das wäre jetzt auf jeden Fall das Setting, wo man normalerweise ausgeraubt wird. Zumindest mal fahren wir schon mal wieder. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde sowas gedauert. Weiß aber nicht, ob sie es gefixt haben, was auch immer jetzt kaputt war.
Wir haben es jetzt 7:15. Der Tag ist angebrochen. Wir sind jetzt hier gerade im Terminal von Caracas. Insgesamt gibt es auf der Strecke echt nicht so viele Kontrollstellen. Die erste Strecke von Brasilien quasi nach El Callao, da waren echt alle 20 Minuten Minimum eine von diesen Kontrollen, auch so 3, 4 nebeneinander sogar. Wir sind jetzt hier gerade in Valencia und hier werden wir jetzt anscheinend irgendwie Bus wechseln. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht weil der hier ja immer wieder Probleme gemacht hat. Auf jeden Fall. Schauen wir jetzt mal, wo es jetzt hingeht. Mi pasaje fue para... A Tabarina. Sí. Ajá, pero eso. si yo te mando para Cúcuta, tú pagas la diferencia de Barina para allá. Que te vaya directo de aquí. Ah, tú vas directamente para Cúcuta. Vamos a ver si tú no quieres. Ah, bueno. Ich weiß jetzt nicht genau, was abgeht, ob ich jetzt irgendwie nochmal zahlen muss. Eigentlich war meine Fahrt noch weiter. Schauen wir mal. Él va para Cúcuta, ¿ah? Sí. La unidad que sale ahorita sale a las 11 de la mañana. Va a llegar a las 11 de la noche a San Cristóbal. Ahí se va a quedar. Porque la frontera de Cúcuta obviamente está cerrada en la noche, ¿sí o no, Luis? Sí, cerrada a las 9. Entonces, yo prefiero que él pase el día aquí, Chinchilla, lo mandamos ahora en la tarde que tenemos carro, llega en la mañana a Cúcuta y pasa caminando su frontera tranquilito. Es ist kurz vor 10 und jetzt muss ich hier quasi rumgammeln, es ist 18 Uhr. Und dann fahren wir quasi nach San Cristóbal und von dort dann quasi morgen früh, so gut es geht, rüber nach Cúcuta. Der Bus ist jetzt endlich da. Jetzt geht es auf jeden Fall nach San Cristóbal. Es wird jetzt die zweite Nachtfahrt und hier jetzt auch die Region wird natürlich nochmal wilder. Wir sind jetzt eigentlich zwischen Caracas, was wild ist, und San Cristóbal, was halt auch dann eben in dieser Grenzregion ist. Bin sehr gespannt, ob wieder so wenig Kontrollen sind und wie die Lage ausschaut mit den Angriffen auf den Bus. Ich habe seit gestern Morgen keinen Schluck mehr getrunken. Seit gestern Abend, diesem halben Käsedings da, auch nichts mehr gegessen. Anscheinend haben sie mich einfach wieder laufen lassen. Das ist 2:30 Uhr. Und die machen jetzt hier gerade wieder diese Essenspause bei diesem Restaurant. Wie gesagt, bei mir macht keinen Sinn. Habe kein Geld, ich werde mal weiter schlafen. Mich haben sie jetzt wieder durchgelassen. Ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht, weil ich echt mein Bullshit-Bingo vollkriegen wollte. Und wir haben es jetzt auch 6 Uhr irgendwas. Nächste Nacht sicher überstanden. Auf jeden Fall merke ich, ich habe jetzt seit, glaube ich, so 32 Stunden nichts gegessen, vor allem auch nichts getrunken. Das merkt man echt, ich habe den Kopf und so. Wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt in San Cristóbal, kurz vor 9. Und von hier soll mich jetzt dann vor dem Bus direkt einer irgendwie abholen nach Kolumbien rein. Sí, vamos, papá. Vaya, mi pana, vaya con él. Tiene que bajarse hacia allá. Para ese momentico a la derecha y el caballero se va. Ich bin jetzt offiziell aus Venezuela ausgereist. Es ging jetzt erstaunlich schnell und ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht über mein Bullshit-Bingo. Ich glaube echt, dass ich davor so viel kontrolliert wurde, weil ich per Anhalter gereist bin. Und die halt deswegen quasi ein bisschen misstrauisch waren. Aber diesmal lief ja echt alles ohne Problem. Jetzt hole ich mir meinen schicken Einreisestempel von Kolumbien ab. Und dann bin ich wieder zu Hause. Buenos días. Maximilian, ¿hablas español? Claro. ¿Vas para dónde? Cartagena. ¿Te vas a quedar en Cartagena? No cerca, se llama Arjona. Se llama Arjona. Cerca de Cartagena. ¿Cómo se llama el hotel para donde vas? No es un hotel. Me adoptaron una familia, entonces me voy a vivir con esa familia. ¿Tiene la dirección? No, Necesito la dirección para donde vas. no tengo. Necesito la dirección. Llámalo si necesito la dirección. No tengo un teléfono. Sin dirección no te puedo dar entrar al país. No puedo entrar. Con dirección. Alter, ist das eine Scheiße, wirklich. Also, ich bin schon zweimal nach Kolumbien eingereist, nie irgendwas gebraucht und jetzt geht ihr mir da auf die Eier mit Hotelreservierung und Adresse und keine Ahnung. Ich frage jetzt mal da im Taxi nach, ob vielleicht einer von denen mir kurz ein Handy leihen kann, damit ich was suchen kann. Ich habe jetzt einfach eine Adresse da irgendwo in der Nähe ausgesucht, weil ich jetzt ehrlich gesagt so faul war, um das richtige Haus rauszusuchen. Ich hoffe einfach, dass sie mich dann mit dieser random Adresse einreisen lassen. Okay. ¿Cómo? ¿Una cámara? ¿Cómo? Acá no puedo grabar. ¿No puedo grabar? No.
regáleme un número de teléfono. De allá hay algún amigo o familiar aquí en Colombia. No tengo. Si no te puedo dar entrada. Hay que estar es que el sistema me Hay que pide estar una un número colombiano o puedes darte Colombiano o una te doy una alemana. Dame la Sí. alemana. Es más 49. Sí. Gracias. So, also um 3 Uhr nachmittags fährt der Bus, bis dann komme ich 7 Uhr morgens dort an. Das hat 170 gekostet und ich habe jetzt alles, was ich noch hatte, irgendwie an Geld gegeben und das waren genau 169 und die letzten 1000 hat er mir dann geschenkt. Dann soll ich angeblich um 7 Uhr morgens dann da ankommen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich ultra aufs Essen. Wenn ich jetzt nichts mehr irgendwie bekomme, was ich nicht von ausgebe, habe ich dann echt irgendwie am Ende 72 Stunden nichts gegessen. Das haut auf jeden Fall rein. Ciao. Para mí. Sí, de comprar cuatro más. Compra. Ah, pero... Ay, muchas gracias. Dale, mi amor. Ja, ciao. Ciao. Ich habe auch noch so eine Apfelschorle bekommen, also besser erwartet. Vor allem, was noch viel krasser ist, dadurch, dass ich mein ganzes Geld losgeworden bin, hätte ich den Bus nicht mehr zahlen können für das letzte Stück. Das sind nur ungefähr 1 Euro, also 4000 Pesos und ich glaube, sie hat mir 6000 oder so in die Hand gedrückt. Das ist echt schon wieder unglaublich. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Where are you from? Alemania. Okay. Spanish. Claro. Pero está narcótico. ¿Consume alguna narcótico? Cigarrillo, algo. Fuma. Tengo como hierbas para la cocina, pero eso todo. Sí, podemos ver si es eso. ¿Marihuana no yo? No, ¿Fuma marihuana? no, ¿Seguro? No tienes nada, ¿no? no, en serio, no tengo solo eso, como... No sé si es eso, es como orégano Hoja y de coca. time y... Hoja de esa coca, ¿no? cosa. Ok, dale, ya está. Würde mich mal interessieren, was er da erschnüffelt hat. Ich weiß nicht, ob ich meinen Rucksack irgendwo reingestellt habe oder ob mir irgendwer was untergeschmuggelt hat oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall interessant. Wir fahren jetzt hier gerade im Transportterminal von Cartagena ein. Jetzt habe ich das Gold endgültig in Sicherheit gebracht. Jetzt freue ich mich, endlich meine Familie wiederzusehen. Aber da müsst ihr bis zum nächsten Video warten.